Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Code Bastelt. In dieser Folge zeige ich dir, wie ich den Helm des pinken Rangers aus Mighty Morphin Power Rangers gebastelt habe. Doch bevor wir anfangen, möchte ich dir Power Rangers Germany vorstellen. Das ist eine Power Rangers Community bei Facebook, bestehend aus unglaublich talentierten Cosplayern und Bastlern. Wenn das so deine Richtung ist, dann solltest du dort unbedingt mal vorbeischauen. Okay, los geht's mit dem Tutorial. Ich habe den Helm wieder mit Hilfe des Programms Pepakura gebastelt. Das Programm kannst du dir kostenlos runterladen und im Internet findest du sämtliche Vorlagen für sämtliche Power Rangers Helme. Wenn du dann die einzelnen Seiten ausgedruckt hast, kannst du die Teile zerschneiden, jedes Teil für sich, legst es dann auf etwas stärkeren Moosgummi und deckst es mit durchsichtigem Paketklebeband ab. Und dann kannst du es mit einem Teppichmesser ausschneiden. Um zu sehen, wo welches Teil hingehört, benutzt du einfach die Vorlage im Programm. Und mit Sekundenkleber klebst du dann die einzelnen Teile zusammen. Wenn das dann soweit erledigt ist und der Helm an sich fertig aufgebaut ist, kannst du die Schablonen zerschneiden, sodass du Markierungen setzen kannst, wo welche Details hingehören zum Beispiel. Oder wo du etwas einschneiden musst. Damit du eine richtig gute Schablone für die Moosgummi-Details bekommst, klebst du eine Seite einfach mit Malerkrepp ab und zeichnest dort nochmal die Details auf. Die Schablone überträgst du dann auf 2 mm starken Moosgummi und klebst die Einzelteile dann mit Sekundenkleber auf den Helm. Diese schwarze Linie, die ich hier mit dem Finger nachgehe, habe ich mit dem Teppichmesser leicht angeritzt und habe sie dann mit dem Lötkolben nochmal nachgezogen. Durch die Hitze öffnet sich dieser Schlitz ein bisschen mehr und die zwei Hälften trennen sich optisch ein bisschen besser voneinander. Solltest du dir jetzt auch schon Gucklöcher in die Oberfläche schneiden, musst du darauf achten, dass dieser Bereich etwas schmaler ist. Oder du ihn zumindest mit schwarzer Farbe abdeckst. Ich habe es nicht getan und dadurch ist dieser Bereich am Ende leider etwas sichtbarer. Als Grundierung habe ich weiße Acrylfarbe und etwas Bastelkleber genommen und den ganzen Helm bis zu 3-mal damit eingepinselt, damit auch die Oberfläche relativ glatt wird. Danach habe ich ihn einfach mit den entsprechenden Farben angemalt. Für das Visier habe ich mir die entsprechenden Teile aus der Vorlage ausgeschnitten und dann so eine relativ dicke Plastikfolie genommen, von einer Seite mit schwarzer Farbe besprüht und dann einfach in den Helm geklebt. Hier und da musst du das Ganze noch ein bisschen zurechtschneiden, weil Moosgummi ist ja dann doch nicht so akkurat. Aber das war's dann schon. Wenn du Fragen zu diesem oder einem anderen Projekt hast, kannst du mir einfach bei Facebook eine Nachricht schreiben oder du hinterlässt mir hier einen Kommentar. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut.